Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von autoforie.de. Wir testen heute ein Fahrzeug, das mein Herz im Sturm erobert hat und das schon seit einiger Zeit. Aber jetzt ist die neue Generation da und ich bin sehr, sehr aufgeregt, euch dieses Auto heute vorstellen zu dürfen. Und dabei rede ich vom neuen Porsche Panamera. Zugegebenermaßen, dieses Fahrzeug kann ich euch nicht wirklich objektiv vorstellen, denn ich liebe es einfach über alles. Aber ich kann euch sagen, warum dem denn so ist. Denn allein schon das Optische ist für mich genau das, was ich mir unter einem Fahrzeug dieser Kategorie vorstelle. An sich ist der Panamera ja dafür gemacht, zum einen diese Sportlichkeit mitzubringen. Ihr wisst sicherlich auch, der Panamera wird auch regelmäßig auf der Nordschleife zum Beispiel bewegt und da schlägt er sich auch richtig gut. Aber gleichzeitig ist es halt ein Wagen, was so richtig die Businessklasse auch anspricht, womit man entspannt zur Arbeit fahren kann oder auch so ein bisschen Alltag erledigen kann. Natürlich kann man theoretisch auch die Kinder hinten reinschmeißen, wenn man das denn möchte, da man ja hier 4 Sitze hat. Aber kommen wir erstmal zum Optischen und vor allen Dingen zu dem, was in Bezug auf die Vorgängergeneration verändert wurde. Im Grunde genommen ist die Schnauze ziemlich Porsche geblieben, sagen wir es einfach mal so. Aber wir haben hier ein paar kleine Kanten, die neu hinzugefügt wurden. Diese Linie hier kennen wir an sich schon länger, aber diese kleine Eckkante, die hier über den neuen Matrix-LED-Scheinwerfern übrigens eingeprägt wurde, die macht nochmal so ein bisschen mehr Sportlichkeit, drückt das Fahrzeug optisch nochmal ein bisschen runter und schafft natürlich dann noch so eine Tiefe, die damit reingebracht wurde. Ich habe es schon erwähnt, Matrix-LED mit den 4 Punkten, die wir jetzt von Porsche kennen und die sozusagen die Lichtsignatur vorne darstellen sollen. Was ich persönlich ganz wichtig an dem Fahrzeug finde, einfach um optisch nochmal mehr herzumachen, ist die Lippe unten. Die ist zugegebenermaßen nicht neu, aber ich finde sie definitiv erwähnenswert. Und darüber haben wir dann komplett diesen Luftbereich, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, mit diesem durchlaufenden Steg, der ja auch noch eine Leuchte beinhaltet. Das ist jetzt sozusagen ein kleines Markenzeichen von Porsche. Ich persönlich nenne es jetzt einfach mal so, denn das Ganze werden wir gleich hinten nochmal wiederfinden. Von der Seite her sehen wir jetzt, wie das Fahrzeug komplett wirkt. Wir haben hier nämlich einen sehr sportlichen Limousinencharakter, würde ich einfach mal sagen. Es zieht sich also einmal hoch und geht dann hinten richtig flach abfallend weiter. Außerdem wurde der Radstand dazu noch verbreitert im Vergleich zum Vorgänger. Dadurch wird es noch sportlicher, noch mehr auf die Erde gedrückt und mir persönlich gefällt das sehr, sehr gut, wie aber das komplette Fahrzeug. Was wir jetzt auch noch erkennen, hier jetzt in diesem Silberchrom abgesetzt, ist praktisch eine Linie, die wir schon so ein bisschen von anderen Sportwagen von Porsche erkennen und damit soll dieser Wiedererkennungswert nochmal aufgegriffen werden. Kurz zu der Farbe, ich dachte erst, es wäre ein Braun, als wir im Schatten standen. Jetzt ist es ein Auberginenton, wo wir in der Sonne stehen. Gefällt mir sehr, sehr gut, hat sicherlich so ein bisschen was Altes, sagen wir es einfach mal so, aber spricht mich total an. In diesem Fall haben wir hier außerdem 20 Zoll Felgen. Wem das nicht reicht, der kann natürlich noch eine Nummer größer nehmen oder aber auf 19 runter, wenn das dann zu groß ist. Ich weiß, euch stört das, dass ich persönlich meine Meinung immer sage, wie die Felgen wirken im Fahrzeug und ich tendiere sehr oft dazu, die größte Variante zu wählen, die natürlich auch die teuerste ist. Ja, diese Kritik ist in Anführungszeichen berechtigt, aber ich sage euch ja immer nur meine Meinung und im Prinzip auch nur, was der Designsprache zugutekommt. Das heißt nicht unbedingt, dass das Portemonnaie oder jeder Geschmack damit getroffen ist, aber auch hier 21 Zoll sehen einfach noch besser aus. Und kommen wir nun zum wunderschönen Hinterteil des Panamera. Und wie schon vorne erwähnt, haben wir hier wieder diese gerade Linie, die sich einmal komplett von der Seite ums Fahrzeug rumschlängelt und sozusagen von vorne wieder aufgegriffen wurde. Außerdem haben wir hier viel 3D-Optik. Das heißt, die Heckleuchten zum Beispiel sind in mehreren Stufen gegliedert. 3 an der Zahl, dadurch haben wir so eine 3D-Optik, die dann entsteht und sehr, sehr sportlich ist. Aber die Lichtleiste zieht sich außerdem ebenfalls komplett einmal durch
Und genau darunter befindet sich dann der Porsche-Schriftzug, der jetzt natürlich auch nochmal extra reingesetzt ist, also auch so ein bisschen eine 3D-Optik widerspiegelt. Was man hier allerdings aussieht, sehr, sehr schön, sind 4 Endrohre, die auch dementsprechend Spaß machen. Dahinter verbirgt sich dann ein Kofferraumvolumen von knapp 500 Litern. Das sind 50 Liter mehr im Vergleich zu seinem Vorgänger und man kann auch einiges damit verstauen, zugegebenermaßen. Die Ladekante ist leider etwas hoch, aber dafür haben wir jetzt serienmäßig eine elektrische Heckklappe. Kommen wir zum Motor des Panamera 4S und ich glaube, jetzt werden vielleicht auch Leute hellhörig, die sich nicht unbedingt für Porsche interessieren. Denn hier steckt ein Motor drunter, der 2,9 Liter Hubraum misst, ein V6 ist und durch 2 Turbos, die zwischen den Zylinderbänken liegen, aufgeladen wird. Wenn es jetzt noch nicht geklingelt hat, dann werfe ich da etwas mehr Licht drauf. Diesen Motor werden wir höchstwahrscheinlich auch im RS5 sehen werden. 440 PS, 550 Newtonmeter Drehmoment in 15,9 Sekunden auf 200 km/h. Ich glaube, die 4,2 vom Stand auf 100 sind da eher zweitrangig. Und wir haben, weil das Ganze ja auch mit viel Gewicht und viel Leistung zu tun hat, vorne eine 6-Kolben-Bremsanlage mit Festsätteln, damit das Ganze auch ordentlich zum Stehen kommt. Dahinter steckt dann eine Stahlfederung ab Werk. Wir haben jetzt hier die Luftkammerfederung, deswegen auch die Wankstabilisierung. Das heißt, das Auto liegt eigentlich quasi immer plan und schaukelt sich nicht so sehr auf. Und dazu kommt, Normverbrauch soll bei 8,2 Liter liegen. Naja, also wir sind jetzt ziemlich genau 2 Liter drüber, ohne bisher den VMAX von fast 290 km/h auszureizen. Der Panamera 4S steht, wie auch seine 2 anderen Kollegen, zur Markteinführung ab dem 5. November beim Händler. Dann geht es hier mit knapp 113.000 Euro los. Der 4S Diesel, also der V8 Biturbo Diesel, startet bei 116.000 Euro. Und für den Panamera Turbo muss man mindestens 153.000 Euro auf den Tisch legen können. Ich habe jetzt im neuen Porsche Panamera Platz genommen und es fällt direkt auf, es hat wahnsinnig viel Veränderung hier drin stattgefunden. Komplett alles, was wir hier als Fahrer vor uns haben, ist neu und natürlich technologisch auch weiterentwickelt. Das fängt damit an, dass wir alles mittlerweile per Touch bedienen und nicht mehr mit lauter Knöpfen. Klar, 1, 2 finden wir hier immer noch, vor allen Dingen am Lenkrad, aber es sind echt auch nur 1, 2 und nicht sehr, sehr viele. Dadurch haben wir natürlich viele Hochglanzoberflächen, so viel darf ich schon mal zum Design sagen. Und damit verbunden auch leider viele Fingerabdrücke. Jedes kleinste Detail lässt sich eigentlich mittlerweile per Touch, vor allen Dingen in diesem Bereich, oder halt direkt am Bildschirm steuern. Zum Beispiel auch die Lüftungsschnitze, die darf man dann per Touch natürlich dann über das Display öffnen und auch regulieren. Hat Vorteile, ja, denn wir haben hier eine sehr, sehr schöne Optik, aber wir haben auch leider einige Nachteile damit, denn ich bin zum Beispiel so ein Fan von mal eben schnell irgendwas zu machen und das ist dann nicht mehr der Fall, kann sicherlich beim Fahren auch sehr ablenkend sein. Wenn man zu zweit unterwegs ist, finde ich, ist sozusagen wieder nichtig, denn da kann der Beifahrer das ja machen, aber alleine unterwegs finde ich das dann manchmal ein bisschen kompliziert oder gar riskant, wenn man es denn so ausdrücken möchte. Aber das ist ja generell die Frage mit Touch oder nicht Touch. Das ist so eine generelle Diskussion einfach. Diesen 12,3 Zoll Monitor, den wir jetzt hier verbaut haben, den stellen wir euch übrigens in einem separaten Video vor, weil er einfach so komplex und so umfassend ist, dass es ein eigenes Video verdient und auch braucht. Sobald dieses Video ist, findet ihr das unten in der Infobox verlinkt. Was ebenfalls neu ist, links und rechts von unserem Drehzahlmesser finden wir jetzt ebenfalls kleine Bildschirme, die wir natürlich an sich ein bisschen so bestimmen können, was wir denn möchten. Kommen wir dann einfach mal zum Design an sich. Ich persönlich fühle mich in diesem Fahrzeug direkt wohl und ich habe jetzt auch mal den Sitz auf meine Größe ungefähr eingestellt, habe hier auch als Fahrerin noch ordentlich Luft. Porsche selbst hat angegeben, dass hier 4 Menschen einer Körpergröße von 1,93
in Ruhe und entspannt Platz finden. Das kann ich mir vorne sehr, sehr gut vorstellen, denn wir haben hier sehr viele Möglichkeiten, die Sitze zu verstellen, die übrigens jetzt auch ein bisschen tiefer hinten liegen als im Vorgänger. Materialientechnisch wurde hier schon auf eine saubere Arbeit geachtet. Das mag ich ja sehr, sehr gerne. Vor allen Dingen die Steppnähte sind diesmal sehr, sehr schön gelungen. Das freut mich sehr. Wir haben hier auch Leder verarbeitet, was nicht mehr ganz so porös ist, also eine sehr feinledrige Struktur hat. Das mag ich persönlich auch, weil das immer so ein bisschen was Hochwertiges mit sich bringt. Aber die Farbe, die wir jetzt hier drin gewählt haben, wäre nicht das, was ich mir wünschen würde. Aber das ist immer ganz, ganz subjektiv gemeint. Auf der Rücksitzbank Platz genommen fällt in meinem Fall direkt eins auf. Und das habe ich auch schon bei der Weltpremiere erwähnt. Link dazu unten in der Infobox. Man sitzt sehr schräg nach hinten gelehnt und hat so ein bisschen das Gefühl, als ob man liegt. Das kann man aber verändern, wenn man denn möchte. Denn man kann die Bank von der Sitzposition noch ein bisschen weiter nach vorne verlagern. Was man hier außerdem kann, ist viel einstellen. Sitzbelüftung, Sitzheizung, Temperatur, all das geht mit ein paar Knöpfen wie immer, aber auch hier über Touch im hinteren Bereich. Wenn man dieses kleine Fach hier dann elegant öffnet, dann haben wir dann nicht nur Getränkehalter, sondern auch 3 USB-Anschlüsse, sodass die Kiddies zum Beispiel hinten versorgt sind oder man doch auch in Ruhe sein iPad, iPhone etc. laden kann. Wie schon gesagt, Porsche hat angegeben, dass 3 Männer A193 hier in Ruhe Platz nehmen können. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mit einer Körpergröße von 1,68 kann mir das schwer vorstellen. Da muss ich ganz, ganz ehrlich sein. Der Fahrersitz ist jetzt ebenfalls auf meine Körpergröße eingestellt, weil ich dieses Fahrzeug gerade fahren durfte. Und natürlich habe ich persönlich jetzt wahnsinnig viel Kniefreiheit und auch vom Kopf her genügend Luft. Aber wenn man sich dann einen großen Fahrer vorstellt und einen großen Menschen, der dann in die Höhe geht, dann könnte es doch schon recht knapp werden. Ich habe jetzt mal ausnahmsweise Fabian an Steuer gelassen und man sieht, er hat leichte Startschwierigkeiten. Nein, wir wenden nur und begeben uns jetzt mal langsam auf den Weg zurück zum Flughafen. Und ich bin jetzt gespannt, ich bin den Porsche Panamera jetzt schon gefahren. Ich weiß, dass da einige Kritik kam, dass er zu schwer ist, beziehungsweise einfach das Verhältnis von Gewicht zu Fahreindruck einfach nicht so optimal war. Was würdest du jetzt so sagen? Ich finde, er fühlt sich sehr leicht an. Also 2 Tonnen würde ich jetzt nicht sagen, dass er wiegt. Es hat auch einige Veränderungen an den Dämpfern stattgefunden. Ich finde, die merkt man sehr, sehr schnell. Die hast du sicherlich auch als Beifahrer schon festgestellt. Ja, das ist ziemlich witzig, eigentlich, wenn man daneben dran sitzt und dann kommt erstmal so schiffig vor. Aber dann merkt man, okay, der gleicht das immer komplett aus. Und ich fand das schon mal ich glaube in dem 991 haben sie das erste Mal eingeführt. Ich fand das sehr cool, dass du einfach immer komplett in Waage liegst. Und das macht, ich meine jetzt auf der normalen Straße nicht so viel aus, aber auf der Rennstrecke ist es halt phänomenal. Stichwort Fahren auf der Rennstrecke. Wir haben hier übrigens auch mehrere Modi, die wir anwählen können. Wer es schon gehört hat, der Porsche Panamera wurde natürlich auch wieder auf dem Nürburgring bewegt und hat sich da auch sehr gut bewiesen. Das Ganze wurde natürlich im Sport Plus Modus gemacht. Wie findest du den? Ja, ich finde, Sport Plus ist super geeignet für die Stadt. Also man merkt richtig, der Motor spricht ziemlich gut an. Sport Plus ist eigentlich immer geeignet. Ja, immer geeignet für die Stadt. Also ich finde auch der Motor, man merkt richtig, die haben sich da richtig was einfallen lassen, damit er richtig spritzig ist. Und eventuell klingelt dem einen oder anderen noch die Kritik, die ich an dem S5 Motor hatte, der ja auch super ansprechen soll, aber so eine richtige Verzögerungssekunde hat und hier 0. Drückst rein, er ist sofort da und er schiebt auch direkt an. Die 8 Gänge sind richtig sortiert. Hast eigentlich im Prinzip für jede Lebenslage den richtigen Gang. Und wir haben auch noch ein kleines Knöpfchen, das das Ganze noch mal so boosten kann, wenn wir möchten. Ja, da bin ich ja sowieso ein Fan von. Also dieser Sport Response Button ist, Wer nicht? ist Kino für mich. Also da denke ich einfach an 2001 zurück, Fast and Furious, Bumm drücken und ab geht's. Ich muss ja Porsche ein dezentes, passives Kompliment dafür geben, dass sie nicht auf voll digital gesetzt haben, sondern dass man wirklich ein Drehzahlmesser, auch wenn er so ein bisschen up-to-date wirkt und nicht mehr so rustikal wie früher, dass man den noch behalten hat und nur daneben digitale Instrumente, weil das ist ja bei im Prinzip vielen jetzt, dass man nur noch komplett digital hat. Und
Jetzt, wir haben gerade die Navi an, finde ich cool. Auf dem rechten Bildschirm waren eigentlich gerade 2 Inhalte und geht plötzlich groß und zeigt mir den Kreisverkehr vor uns groß. Ist schon ziemlich cool gemacht. Er klingt auch so schön. Allein dafür liebe ich ihn. Ja, und wir haben nur den kleinen Motor eigentlich. Ja, aber V6 ist halt schon was ganz Spezielles. Wer upgraden möchte, wir haben es draußen schon gesagt, beziehungsweise Fabian hat es gesagt, kann natürlich auch den V8 nehmen, wenn man den möchte. Ist sicherlich noch mehr zu empfehlen. Da merkt man das Gewicht dann auch weniger. Das ist rein aus praktischen Gründen, wo man dann den V8 auf jeden Fall kaufen sollte. Aber man merkt, glaube ich, wir sind, auch wenn Fabian sich zügelt, sehr begeistert von dem Wagen. Aber es tut mir auch irgendwie fürs Auto leid, dass wir hier nur auf der Landstraße rumgondeln. Also wir könnten auf die Autobahn gehen, aber wer die Autobahn in München kennt, der weiß, die ist immer voll, auch wenn es da theoretisch frei wäre. Und ich wünschte, wir könnten damit nochmal auf die Rennstrecke. Das muss eigentlich sein. Die 8-Gang Nicht-Automatik, sondern Doppelkupplungsgetriebe ist auch neu und ich glaube, die wird auch nicht nur bei Porsche eingesetzt werden. Die werden wir auch bald in anderen Modellen finden. Und wenn wir nicht den Sport Plus fahren, selbst wenn wir den Sport Plus fahren, finde ich, macht die sehr sanfte Übergänge. Nur wenn man ihn halt komplett ausdreht bis zum geht nicht mehr, dann knallt er ordentlich den nächsten Gang rein. Ja. Es passt eigentlich nicht so wirklich zu einem Porsche, aber es muss mal gesagt werden, dieses InnoDrive, was quasi anhand der vorliegenden Navigation sagt, okay, pass auf, wir können jetzt hier und da ein bisschen Sprit sparen, dann dementsprechend den passenden Gang einlegt, dementsprechend auch die Drehzahl vorwählt und nicht so brachial in die Kurve reinfährt, sondern einfach gezügelt in die Kurve reinfährt. Passiert alles automatisch und spart dementsprechend Sprit. Ist, so lala in einem Porsche. Da ist Spritverbrauch eigentlich eher zweitrangig. Aber technologisch gesehen, coole Sache. Wie immer zum Abschluss ein kurzes, abschließendes Fazit zum neuen Porsche Panamera. Es ist natürlich keine Frage, dass dieses Fahrzeug viel kostet und von Preis-Leistungs-Verhältnis sollte man hier nicht sprechen, denn es ist schlicht und einfach eine Luxusmarke, mit der wir es hier zu tun haben. Mich persönlich spricht der Porsche Panamera gut an und den Zweck, nämlich dieses Businessmäßige mit dem Sportlichen zu vereinen, erfüllt er für mich auf jeden Fall. Ich weiß, dass der Porsche Panamera so ein Fahrzeug ist, das man entweder liebt oder hasst. Es gibt irgendwie kein Mittelding. Viele finden es unsinnig, andere finden es sehr, sehr sinnvoll. Für mich wäre es das Fahrzeug, was ich mir kaufen würde, um mich im Alltag damit fortzubewegen, aber auch mal am Wochenende die Rennstrecke zu erobern. Die Neuheiten, die wir außerdem hier beim Porsche Panamera haben, vor allen Dingen technologisch, aber auch designtechnisch, finde ich sehr, sehr gut gelungen und sind auch wirklich eine Verbesserung. Das heißt, diese neue Generation hat einen Schritt nach vorn gemacht. Und damit sind wir auch schon am Ende dieses Videos angekommen und wie immer geht das Wort an euch. Wie gefällt euch der neue Porsche Panamera? Wäre das ein Fahrzeug, was für euch natürlich geeignet ist? Erstmal, weil es ja doch diesen Zweck sportlich und Business vereinen will. Und gefällt er euch auch zum Beispiel optisch gut? Wie sind die Verbesserungen für euch? Sind die gut oder schlecht? Was denkt ihr jetzt, nachdem ihr dieses Fahrzeug mal so ein bisschen näher kennenlernen konntet? Schreibt das alles gerne in die Kommentare und wir mischen wie immer mit. Natürlich diesmal ich besonders kräftig, denn ich habe mich schlicht und einfach in dieses Fahrzeug verguckt. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann gebt dem Ganzen doch einen Daumen hoch. Wir würden uns sehr, sehr, sehr darüber freuen. Und falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann tut das auch einfach. Darüber freuen wir uns auch sehr, sehr dolle. Und dann sehen wir uns nämlich auch im nächsten Video wieder und darüber würde ich mich sehr freuen. Ciao!